Heute geht es um Pferdemist, Regenwürmer, nicht gefundene Wörter und Alltag mit einem komischen Kopf. Ich erzähle euch ja nichts Neues, wenn ich euch erzähle, wie ich die Gartenbeete aufbereite. Also es ist das Übliche. Entkrauten, altes Zeug raus, dann wie immer, wie heißt das Zeug? Wenn der Kopf nicht mitmacht. Weißtorf. Weißtorf rein, Dünger, Biolith, also Gesteinsmehl, Kalk. Und dann nochmal eine Tüte Erde, TKS 2, gleiche Firma. Das habe ich rein, dann habe ich es angegossen, weil Torf ja immer so Dinge macht beim Nasswerden. Also es dauert eine Weile. Und dann hatte ich noch ein paar Eimer Pferdemist. Gut abgehangen über den Winter. Habe ich jetzt einfach drauf. Sieht momentan ein bisschen vogelwild aus. Und hat auch über den Winter so ein bisschen Birkenlaub und Birkenzweige und sonstiges Gedöns abbekommen. Ist jetzt eine Riesensauerei da drin. Also werde ich es ein Stück weit umgraben. Und ihr seid live dabei. Also es ist jetzt kein wirkliches Umgraben, sondern einfach nur noch ein grobes Mischen. Wo bin ich denn jetzt drin? Ah, das ist eine von den blöden Querstreben, die einem immer im Weg sind in diesen Teilen. Ach so, es ist noch Perlit drin. Man sieht es, das weiße Zeug. Aber nicht so viel wie in den anderen Beeten. Weil ich habe festgestellt, wenn man gießt, schwimmt das Zeug auf und dann guckt es irgendwie aus wie Styropor-Erde. Gefällt mir nicht. Mein Werkzeug ist übrigens eine Kinderschaufel. Die ist angenehm klein. Weil eine große Schaufel könnte ich gar nicht vernünftig bedienen. Da. Keine Ahnung, ob man mich noch sehen kann. Von genau solchem Geäst rede ich. Das war in den Eimern mit drin und ist jetzt logischerweise, wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten, ist jetzt logischerweise auch in der Erde drin. Viel davon. Ich grabe es jetzt unter. Der Plan ist, dass der mischt sich mit der Erde und dem Torf, der ja hier in diesem Beet schon 2 Wochen drin ist, sich ein bisschen vermischt, damit der Torf nicht ganz so tot und tötend ist für alles, was dran wachsen soll. Und dann vergehen ja eh noch ein paar Tage, bis Tomaten wirklich rein dürfen. Ich grabe jetzt einfach mal weiter. Das stinkt schon ziemlich nach Pferd.
bevor jetzt irgendeiner anfängt, von wegen, man darf keine Gartenerde umdrehen oder umgraben, man stört das biologische Leben. Ich glaube nicht, dass da drin momentan so viel lebt. Dieses Beet gibt es erst seit, dieses Gartenhaus gibt es erst seit letztem Jahr. Da war drin aus dem Sandwerk das, was die als Mutterboden bezeichnen, eigentlich nur Ton-Sand-Gemisch. Und dann habe ich drauf gefüllt, was ich gehabt habe. Also Reste von Kompost, viel Blumenerde, also abgepackte rote. Und die Tomaten fanden es ganz gut, aber die haben ja auch so einen Depotdünger dazu bekommen. Alles, was da drin als Gemüse gewachsen ist, wie zum Beispiel Kohlrabi, wie heißt das andere Zeug, Brokkoli, Feldsalat, ist einfach nichts geworden. Also mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Und jeden Regenwurm, den ich irgendwo im Garten gefunden habe, habe ich da reingeschmissen. Jetzt habe ich ursprünglich so gut durchgemischt. Und was passiert? Ich finde wieder richtige Torfinseln. Aber einen lebendigen Regenwurm. Oh, schön langsam. Geh da mal rein, Wurm. Versteck dich. Oh, das ist gar nicht so einfach. Was momentan gerade echt schwierig ist, ist die Kopfhaltung, dieses permanente runter und dann den Kopf überstrecken. Das ist tatsächlich was ich nicht gut kann momentan. Nützt aber nichts, muss trotzdem sein. So, fertig. So, Dille. Schön langsam. Und jetzt kommt was völlig Normales. Ein Rechen. Und der geht auch in Hochbeeten. Ganz hervorragend. Kann ich eigentlich drin lassen, nachdem in diesem Beet garantiert keine Möhren wachsen werden. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit dem inneren Monk. Der gibt keine Ruhe, bis alles so ist, wie man es haben möchte. Ein Tannenzapfen, ein Stein. Zeug, schmutzige Finger. So, dann gehe ich in die andere Richtung. Und zwar langsam, ohne hinzufallen. Und es wird nicht besser, weil ich muss euch wieder umstellen.
Okay, ich bin hier unfallfrei raus. Was jetzt nicht hundertprozentig sicher war. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Ja, lassen wir es so, wie es ist. Da muss ich jetzt aufpassen, weil hier auf dem Boden liegt mein Bewässerungssystem. Und das sollte ich nicht drauf treten. Das sind Tonzylinder. Ihr könnt es ja mal googeln, Blumat. Leute, das ist nicht gut für Kopfkranke. Wirklich nicht. Aber wenn ich es nicht mache, fehlt mir der ganze Spaß. Der ist zwar gerade etwas gebremst, der Spaß, aber machen möchte ich es trotzdem. Wen es interessiert, der kann gern mal nachschauen. Ich habe ein Video online. Irgendwann in den nächsten 2 Tagen, aber ich glaube, das Video hier kommt später. Unsichtbare Behinderung heißt das. Weil das ist tatsächlich genau das, was ich habe. Eine unsichtbare Behinderung. Das haben übrigens viele Menschen. Aber nachdem die ja unsichtbar ist, merkt man das nicht. Oder man denkt sich einfach, gut, der ist halt ein bisschen sonderbar. Und das ist auch häufiger langsam, als man vermuten möchte. Weil ein ganz normaler Unfall mit Kommotio, also eine Gehirnerschütterung, kann solche Dinge auslösen. Normalerweise sind die dann schneller wieder erledigt, weil es ja nur eine Gehirnverletzung war, Gehirnerschütterung war. In meinem Fall war es ein eigentlich recht leichtes Schädelhirntrauma, Grad 1, aber ein DAI, das heißt irgendwie toll, ist aber im Prinzip eine Hirnstammverletzung. Und die ganzen, die heißen Axone, Axon, keine Ahnung, so jedenfalls. Die Nervenfasern dahin, also was dann so gruselig ausschaut, die sind verdreht, gerissen, gequetscht und deswegen momentan dysfunktional. Und dementsprechend benehme ich mich anders. Ja, ich mache da jetzt seit 8 Monaten rum. Momentan noch kein Ende in Sicht. Es hält mich aber nicht auf. So, jetzt kommt der Versuch, der heldenhafte, den Rechen wieder aufzuräumen. Und ohne da reinzufallen, dann die Türen wieder zuzumachen. An und für sich überhaupt kein Thema, es sei denn, man fährt ohne Helm Fahrrad. So, ich mache jetzt mein Gewächshaus zu. Und das ist gar nicht... Ja, wusste ich es doch. Irgendwas ist irgendwie immer... Und es ist auch echt nicht leicht. So, und wo hängt es jetzt? Irgendwo hängt es. Die eine Latte, die ich gerade umgeklickt habe, die ist etwas zu lang.
Und deswegen geht das Fenster gerade nicht so richtig zu. Das wird mir die Tage auch mal angehen. Puh. Langsam. So. Und die kleine Tür auch noch zu. Puh. Es wird heute Nacht nicht regnen. Aber es ist kein Fehler, das zuzumachen. So, für heute ist echt Ende. Sofa. Bis bald.